2, 3, 4 und jetzt. Okay, mach mal ein ganz normales Intro, ja, ne? Kannst du auch ein anderes Intro machen? Bist du soweit? Hallo, ich bin der Manuel Schad von SWD Sports. Heute machen wir nur Technik. Machen ein Bike, das geht in Urlaub. So, wir haben da ein fremdes Land drauf. Ja. Das ist ein Fritz, sein Motorrad, das ich da jetzt rausschiebe. Wer sich in der Szene ein wenig auskennt, der errät ja gleich, was das für ein Motorrad ist. Warum ist es eigentlich bei uns so glatt? Wir reden da jetzt von einer Kompressor ist aus, es geht weiter. R100 GS. Und damit geht's wohin, Fritz? Chile, Argentinien, Bolivien. Chile, Argentinien, Bolivien. Mein Co-Moderator, wie heißt denn das eigentlich im Theater? Souffleur. Ja, wenn du keine Information hast, holst du einfach einen Souffleur. Mich holst du aber, ne? So, was haben wir an dem Motorrad gemacht und warum fährt man damit nicht von der Schweiz bis daher? Das Motorrad ist vorbereitet worden für die Reise. Das heißt, wir haben einmal alles durchgeschaut und hoffentlich nichts übersehen. Einmal alles heißt, man guckt mal da innen rein. Federbein war undicht, ist gewechselt worden. Geschaut worden, dass kein Öl aus dem Getriebe kommt. Motorenöl ist überholt worden. Man schaut, dass überall alles dicht ist. Die Vergaser sind abgestimmt, das war die meiste Arbeit. Chile, Argentinien, wer sich da ein bisschen mit der Topografie auskennt und wie heißt das? Geotopographie heißt das, glaube ich. Jetzt müsste meine Frau fragen, die hat das mal studiert. Die Höhe? Die Höhe? Nee. Das fällt dann unter die Topografie, oder? Die Höhe. Ja. Wer sich das anschaut, der weiß, dass das Land hoch liegt und dass man da einfach anders bedüsen muss. Und deswegen haben wir für das Bike einen Düsensatz, den er original gehabt hat, in so ein Kästchen geschraubt. Und die ist echt mager bedüst. Das bedeutet, wenn er bei uns viel rumfahren will, soll er die Düsen wieder wechseln. Es geht nur darum, dass das Ding auch Leistung hat. Wer den Großglockner mal überquert hat, wird es merken, dass man da beim Rauffahren, dass da einfach nichts mehr geht. Da geht dem Ding die Luft aus. Aber in dem Fall ist es ja, du überquerst einen Berg oder einen Pass. Aber wenn du dich dauerhaft auf einem höheren Niveau bewegst, dann ist es gut, wenn das Ding noch Leistung hat. Deshalb ist es abgestimmt worden auf diese Höhe und das macht bei uns das Problem, dass es dann zu mager läuft und der Motor zu heiß wird und kaputt geht. Wir haben das im Video als Sicherheit, wir haben es auch unter die Rechnung geschrieben. Dann ist hinkomme, hoher Kotflügel, gibt es vom BMW auch, war halt da nicht dran, ist einfach besser, wenn man im Gelände fährt. Reifen, Mefo MFE 99, die machen immer unheimlich viel Kilometer. Jo, was hast du noch auf deiner Rechnung stehen gehabt? Genau, die tiefen Fußrasten. Da gab es wieder Diskussionen in so einem WhatsApp-Chat. Die kosten so viel, weil die so viel Arbeit machen. Und wer genau aufpasst, mit denen kannst du kicken noch. Das geht dran vorbei. Und das ist halt geil, ne? Also es schlägt nicht da drauf. Jo. Die Vordergabel ist komplett überholt worden, die Bremsen waren festgesessen. Trotz der 34.000 Kilometer, die echt sind, passiert es halt auch beim Stehen, dass da was fest oxidiert. Hier der Bremsschlüssel ist nach oben gelegt, das ist Edelstahl. Warum legt man das nach oben? Wenn man in eine tiefe Furche reinfährt, würde der Originalbremshebel gedrückt werden. Das heißt, du betätigst die Bremse auch ohne, dass du irgendwas machst. Einfach nur durch den Druck von deinem Motorrad. Und mit dieser Lösung ist es ausgemerzt. Und für
für die tiefen Fußrasten ist da noch ein bisschen was ausgeschliffen worden, dass da einfach mehr Freigängigkeit ist. Damit er nicht auf Block drückt. Mit dem Schalthebel tun wir uns einfacher. Den kann man hier verstellen, dass das funktioniert. Ja, aber im Großen und Ganzen sieht das Motorrad im ersten Moment noch original aus, weil die Motorräder das auch können. Da braucht man keine Upside-Down-Gabel. Da braucht man keine Upside-Down-Gabel oder ewig lange Schwinge. Mit diesen Motorrädern sind die früher schon gereist und das geht auch heute noch. Und ich finde es echt cool, dass wir ein Motorrad da haben, das im ersten Moment wirklich original aussieht. Das Windschild ist jetzt bloß für den Transport runtergebaut. Das wirklich original aussieht und wo der Kunde auch sowas miterlebt. Und ich hoffe drauf, dass er einen Haufen Bilder macht auf seiner Tour, dass wir nachher einen schönen Blogbericht draus zaubern können. Das wär wirklich geil. Ja, weil wie viele Kunden haben wir? Die haben die übelsten Umbauten und das Motorrad steht dann wirklich nur in der Garage vorm Elektrofahrzeug oder vorm großen Daimler. Ne? Jo. Ja, wenn man das, ja genau, der Nippon Denso Anlasser, den dürfen wir nicht vergessen. Der kostet fast 450 Stecken. Aber der funktioniert. Was für Stecken? Was für Stecken? Preise brauchen wir im Video eigentlich nicht zu sagen. Nächstes Jahr kostet er wahrscheinlich 600 bei der Inflation, die wir gerade haben. Ne? Das ist der LKW-Anlasser? Ja. Willst du das dazu sagen? Das ist ein Toyota Kleinlaster-Anlasser. Der ist modifiziert, dass er da reinpasst. Und wie finde ich den im Shop? Denso eingeben. Ich dachte immer, das ist Zahnpasta. Denso. Die sponsern auch in der Formel 1. Echt? Ja, ja. Ich dachte immer, das ist sofort Zahnpasta. Das klingt so, oder? Also wir schieben mal zum Fahrzeug. Das ist Nummernschild Wenghausen. Ne? Ja. Ey, was ist das für ein geiler VW-Musterrecht? Oh, das zusammengeranzte Ding. Hey, das sind doch wieder die Lumpensammler unterwegs, oder? Da ist doch bestimmt ein altes Büro drin. Wer Fragen hat, wer was dazu schreiben will, schreibt es in die Kommentare. Wir sind bestrebt, das immer zu beantworten. Ansonsten abonniert unseren Kanal, macht die Glocke an. Liked uns in Facebook, Instagram, TikTok oder wo auch sonst. Ich danke euch fürs Zuschauen. Euer Manuel Schad von SOD Sports. Jetzt wär's cool so. Wupp. Okay.